Eine Ära hier in der Post City geht zu Ende, aber die Ars Electronica war es immer gewohnt, sich neu zu erfinden. Und ich denke, dass die sogenannten Kepler Gardens, die JKU, als neuer Kooperationspartner ein sehr inspirierender sein wird, denn die Grundsäulen der Ars Electronica, Kunst, Technologie, Wissenschaft und das eben zusammenzuführen und dann einer Gesellschaft näher zu bringen, wo geht es hin in Zukunft, das kann uns alle bereichern und ich denke, da ist der Standort an der JKU ein großartiger im Sinne auch des Zukunftsdenkens. Wir haben die gesellschaftlichen Faktoren, die wissenschaftlichen Faktoren und vor allem auch die Kooperation mit Künstlerinnen und Künstlern die letzten 40 Jahre erlebt und ein klarer Sukkus daraus ist, dass wir verstärkt auch mit unserer JKU die Zukunftsthemen und die kreisen alle mehr oder weniger um die künstliche Intelligenz, wieder von den Perspektiven Gesellschaft, Wissenschaft, Kunst und auch Technologie betrachten werden. Und da ist der Campus der Johannes Kepler Universität, glaube ich, ein sehr geeigneter, zukunftsorientierter Standort. Die Ars Electronica kann der JKU ganz viel geben. Es gibt kein Festival, das internationaler ist. Es ist nirgends Linz urbaner und internationaler. Für eine Universität daher hochinteressant. Und was für uns das Wichtigste ist, ist diese tolle Perspektive, die die Ars seit 40 Jahren einnimmt. Nicht nur Technik um der Technik willen, sondern Technik für die Gesellschaft, Technik für die Menschen. Das ist ein Ansatz, der sich in der Wissenschaft erst langsam durchsetzt. Und umso wichtiger halte ich diese Kooperation und diese Idee, dass das Festival nächstes Jahr als wesentlichen Standort die JKU hat. Auf zu neuen Ufern. Das ist mein Gefühl. Nach 5 Jahren in der Post City, wo sehr viele, habe ich den Eindruck, da draußen schon vergessen haben, dass die Ars Electronica nicht immer in der Post City gewesen ist. Dass es nicht nur eine neue Location ist, die wir gefunden haben, nämlich der wunderbare Campus der Johannes Kepler Universität dieser Stadt, sondern dass mit dieser neuen Kollaboration einfach auch eine, wie soll ich sagen, natürlich mitunter eine neue Ausrichtung des Festivals an sich passieren wird. Von den manchmal fast klaustrophobischen Bunkern und dann wieder diesen weitläufigen Räumen der Post City, von diesem industriellen Ambiente jetzt in diesen wunderschönen Park mit altem Baumbestand, mit einem Teich und mit vielen ganz spannenden Gebäuden, auch sehr vielen neuen Gebäuden. Und ich glaube, das ist einmal an erster Stelle das, was jetzt wichtig ist für 2020. Ich glaube, wir haben einen großartigen Ort gefunden, an dem das Festival sich in seiner Größe, in seiner Tragweite nicht nur sozusagen hinbewegen kann, sondern auch weiterentwickeln kann. Wenn die Leute nächstes Jahr zur Ars Electronica kommen, das, was sie vor allem erwarten können, ist wieder eine ganz neue, spannende Ars Electronica, aber eben wie gesagt räumlich in einer tollen Situation, die wirklich dieses auch soziale Leben eines Festivals sehr gut unterstützen kann.